Hi Leute, willkommen bei Dragomir baut. Ich bin der Dirk. Bei mir auf dem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Und mein heutiges Thema ist, wie man einen Kernstab kürzt. Das seht ihr dann gleich, wenn ich euch das Ganze mal erkläre. Wir sehen uns. Die Tage habe ich bei Labwasser was gesehen. Da wollte jemand seinen Magierstab kürzen. Das Ganze ist jetzt nur mal schnell von mir gemacht, von einem Reststück, nur um das zu erklären, wie das überhaupt funktioniert. Normalerweise ist das Ganze noch gelatex oder geflexipaint. In dem Fall sollte das ganze Teil um, glaube ich, 40 cm gekürzt werden. Das sind jetzt keine 40, ist aber nicht so schlimm. Es geht ja nur mit Prinzip, wie das funktionieren soll. Regulär wäre jetzt auch noch hier Latex oder was auch immer drauf. Dann geht er hin. Ja. Nimmt ein Maßband, Zollstock, wie auch immer. Ich mache jetzt einfach mal irgendeine Länge. Ich gehe mal hin mit 10 cm. Wie gesagt, normalerweise ist was drauf, dann könnt ihr hier statt den Kugelschreiber jetzt, was ich jetzt hier nehme, nehmt ihr dann halt ein Edding oder Filzstift oder irgendwas, da ihr die Linie drauf sehen könnt. Oder macht es halt freihand. Wie gesagt, normalerweise ist da jetzt noch was drauf, geht jetzt nur mit Prinzip. So. Dann macht ihr euch einmal rundherum eine Linie oder beziehungsweise ein paar Striche. Nehmt die Cutterklinge. Geht bis zum Kernstab, einmal rund und zieht das einmal rund. Ja. So, dann geht er erstmal hin, schneidet das so ein bisschen keilförmig rein, damit er wisst, wie viel er bis wohin er wegnehmen soll. So. Passt auf, dass euch nicht in den Finger schneidet. So, dann wisst ihr, bis wohin das Ganze wegkommt. Und dann schneidet er den ganzen Scheiß, den er dann noch übrig hat, einfach runter. Ja. So. Passt mal halt auf, dass er euch nicht schneidet. Machen wir das runter. Spitzenschutz hatte ich auch noch zur Demonstrationszwecken mit eingemacht. So. Das zeige ich euch jetzt gleich. Dann geht er hin. Ja. So. Prinzipiell müsst ihr das nicht so sauber machen, weil das Stück sowieso abgesägt wird. So, dann nehmt ihr eine Säge. Ja. Alles habe ich hier liegen, nur die Säge nicht. So. Dann nehmt ihr euch eine Säge. Vorher würde ich sagen, könnt ihr auch später nach dem Absägen machen. Wir müssen ja wieder einen Schutz drauf machen. Ich gehe jetzt mal hin und sag mal so, sagen wir 3 cm ist okay. Da müssen wir nachher nämlich noch, das können wir eigentlich auch stehen lassen. Das hängt jetzt von ab, wie ihr das machen wollt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das macht. Ihr könnt jetzt hingehen und sagen, ich lasse jetzt hier die 3 cm mehr stehen und setze noch ein Stück dran. Das können wir so natürlich auch machen, oder ihr sägt quasi bis hier ab und schneidet dann nachher nochmal ein Stück frei. Kann man beides machen. Ich zeige euch jetzt mal am besten, ja, wie wir das hier machen. Ich mache jetzt einfach hier frei Schnauze jetzt, das ist ja nur zu Demonstrationszwecken, und sägt das hier quasi ab. Wie gesagt, könnt ihr auch bis hier absägen, aber dann müsst ihr das hier nachher nochmal wieder freischneiden. Ist eigentlich Blödsinn. Könnt ihr eigentlich so machen wie jetzt, wie ich das jetzt hier mache. Ist auch am sinnvollsten. So Leute, ich habe das Ganze jetzt gekürzt. Wie gesagt, könnt ihr komplett bis hier und dann anschließend nochmal das absägen. Also was heißt absägen, also runterschneiden. Aber ich habe jetzt einfach ein bisschen dann stehen lassen, das ist dann auch einfacher zu zeigen. Dann geht er hin. In dem Fall nimmt er 20er, 24er Matte. Ihr könnt auch, ich sage jetzt mal 2 oder 3 Zehner in so einem Klotz übereinander kleben mit Pattex und setzt das dann quasi hier dran. Und zwar habe ich dann vorbereitet schon mal ein bisschen was. Geht dann hin. Könnt ihr das Stück, was ihr abgesägt habt, nehmen, setzt das quasi hier oben drauf,
Nimmt einen Kugelschreiber und macht dann quasi den Durchmesser von dem Kernstab. Dann geht er hin, schneidet das Ganze runter. Jetzt ist der Cutter natürlich was stumpf geworden. Wie gesagt, wir müssen mal gucken beim Runterschneiden von Sachen auf Kernstäbe. Wenn die Cutter klingen unheimlich schnell stumpf, aber da habe ich ja Tipps zu. Nimmt dann Schleifstein und dann ist das wieder gut. So, gucken, dass er da möglichst gerade schneidet. Das habt ihr dann nämlich nachher so ein bisschen so etwas komische Form. Nach unten hin ist das nämlich meistens dann immer ein bisschen breiter. So, dann habt ihr quasi so was. Das habe ich schon mal so ein bisschen mit Schleifpapier rund geschliffen, weil das hat jetzt ein bisschen Ecken, damit dann alles hier ein bisschen schneller bei dem Video geht, aber ein bisschen vorgearbeitet. So, sieht alles ein bisschen aus wie Sau, egal. So, das Ganze packt man jetzt quasi hier dran. Na? Nehmen wir Pattex oder Heißkleber. In dem Fall nehme ich mal wieder Heißkleber. Das geht einfacher und schneller zum Demonstrieren. Hält aber genauso gut. Packt das ordentlich dran. Ja, dann nimmt er ein Stück Leder und macht dann quasi einmal drum. So. Ich hoffe, das kann man gut sehen. An der Seite so anfangen. Das Ganze wickeln wir dann einmal rum. Am Ende ein bisschen überstehen lassen, so 1 Zentimeter oder so. Können noch 2 sein. Ist jetzt nicht schlimm. Besser ein bisschen mehr als zu wenig. Das hängt halt von der Dicke ab, was er da an Leder nimmt, um das zu sichern. So. Und das wäre dann quasi schon, wenn das jetzt trocken ist. Gucken wir mal, ob wir schon mal schneiden. Dass alles nicht so lange dauert. Wie gesagt, normalerweise trocknen lassen noch ein bisschen und dann erst machen. Ich mache jetzt alles mal so ein bisschen schneller, damit ihr halt seht, wie das geht. Dann tue ich immer noch so ein bisschen Pattex hier drüber oder halt Heißkleber, dass das quasi hier gut verklebt ist, dass das sich nicht öffnet. Und dann habt ihr quasi schon mal einen Spitzenschutz für unten. Dann geht ihr einfach hin. Mal gucken, habe ich hier unten ein Stück liegen. Ja. Nehmt euch einfach, ja, ich habe sogar schon eine Linie drauf gemacht, nehmt euch einfach so ein Reststück. Geht dann hin, guckt wie breit das sein muss. Macht hier einfach eine Linie. So, das ist Zufall, das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Dann geht er quasi hin, legt das wieder an und wickelt das einfach wieder drumherum. Auf die Dicke, also jetzt seht ihr ja gleich, wie dann halt der vorige Kernstab gewickelt war. So. Das erste Stück ist immer am wichtigsten, dass das gut anlegt, weil ihr da nämlich dran dann gleich ziehen müsst für die Wickelei halt. Das halt auch gut antrocknen lassen, festdrücken und der Rest ist eigentlich kein Problem. So. Machen wir schon mal weiter. Kann zwar sein, dass sich jetzt ein bisschen was löst, weil ich nicht lang genug gewartet habe. Und dann immer gucken, dass er das ein bisschen so dran drückt, damit hier die Kante, der Übergang quasi relativ klein ist, damit er den dann nachher mit dem Kaschieren dann nicht so, je größer die Ritze nachher ist, umso blöder ist das nachher dann den Übergang vernünftig zu machen. Also so als kleiner Tipp. Dann geht er hin, macht hier nochmal so eine Schräge rein an der Seite, wo er dann angefangen hat. Das ist dann quasi, damit er besser rund wickeln könnt. Aber das seht ihr jetzt gleich. Ich glaube, das Zeigen erklärt mir, ja, dass sich gelöst. Das ist genau das, was es nicht sollte. Aber wie gesagt, ich habe nicht lange genug gewartet. Also wartet immer ein bisschen. Aber das ist nicht schlimm jetzt. Ich drücke ein bisschen fester und dann ist das gut. Wenn er dann schon ein bisschen mehr, dass das unten hält, könnt ihr auch ein bisschen mehr kleben. Ja. Immer vorsichtig sein, Heißkleber ist heiß.
Wie gesagt, Pattex am besten nehmen, wenn ihr halt keinen Heißkleber habt. Aber bei so Sachen könnt ihr auch gut mit Heißkleber, da passiert ja nichts. Das ist ja nur unten das Stück. So, und dann geht das so weit rum, dass dann quasi, dass ihr die Dicke erreicht, wie der alte Kernstab gewickelt ist. Je nachdem kann es sein, je nachdem wo ihr halt angefangen habt und euch nicht vorher die Finger verbrannt habt, müsst ihr halt ein bisschen noch wegschneiden oder beischleifen. Aber das seht ihr ja, wo es dann ein bisschen ist, das müsst ihr halt ein bisschen beiarbeiten. Aber ich zeige euch das jetzt gleich. So. Lieber ein bisschen mehr dann drauf, ein bisschen zu wenig. Wie gesagt, Heißkleber ist ein bisschen scheiße, jetzt für die Schnelldemonstration. Mal wieder die Finger verkokelt, aber das passiert man dauernd, also alles gut. So. Dann lasst ihr das Ganze ein bisschen trocknen, so 5 Minuten ungefähr. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit trocken. Dann geht ihr hin, schneidet hier die Kante ab. Dann müsst ihr erstmal gucken, wie weit das hier noch übersteht. Und zwar hier so an ein paar Stellen. Hier einfach mit dem Cutter hin. Nicht zu viel runterschneiden, also dass man noch ein bisschen beischleifen kann. Ich weiß nicht, ob man das hier so sehen kann. Hier ist ein bisschen dicker. Schneidet da einfach so ein bisschen runter. Wie gesagt, lieber zu wenig wie zu viel, weil dran setzen ist immer ein bisschen blöd. Und den Rest machen wir dann quasi durch Schleifen. Der Klinge ist auch schon nicht besonders scharf, aber hey, das reicht für jetzt. So. Dann geht er hin, schleift das Ganze. So, dann haben wir das Ganze so weitgehend geschliffen. Hätte ich jetzt noch ein bisschen schöner machen können, aber wie gesagt, ist ja nur zu Demonstrationszwecken. Dann haben wir hier noch so ein bisschen was Hässliches überstehen. Da guckt er dann, dass er das möglichst gerade abgeschnitten kriegt. Ansonsten müsst ihr halt noch mal ein bisschen nachschleifen. Aber das ist jetzt nicht schlimm. So, dann gehen wir hin, schneiden dann ab. Ja. Da gehe ich jetzt zum Beispiel hin, nehme jetzt ein Stück 10er Matte. Ja. Das Teil, mal gucken, so, dass das vernünftig ist. Gehe jetzt hin, Pattex, Heißkleber, wie gesagt, ich kann beides benutzen und nehme die Platte jetzt quasi und mache die hier drauf. Quasi nochmal als zusätzlicher Schutz. Ihr habt zwar schon einen Schutz drin, aber das ist dann quasi erstmal schon für gegens Durchdrücken. Aber ich zeige euch da gleich noch ein bisschen was dazu. Das lasst ihr dann antrocknen und dann geht er mit dem Cutter quasi hin und macht immer runter diesen. Immer gucken, dass das anliegt. So. Dann habt ihr das quasi schon mal rund. Ihr habt jetzt durch die Schnittdinger noch halt ein paar Kanten. Da könnt ihr halt noch mal hingehen, schleift noch ein bisschen. So, dann habt ihr das jetzt quasi schon mal so. Jetzt gehen wir hin. Entweder ihr nehmt quasi ein bisschen dünneren Streifen. Das hängt jetzt halt davon ab, wie dicker das halt machen wollt. Ach, wir nehmen einfach den dünnen. So, passt auf. Damit können wir nämlich auch noch so ein bisschen eure Arbeit kaschieren, wenn ihr nicht so sauber gearbeitet habt. Gut, ich habe jetzt auch nicht wirklich sauber gearbeitet. Aber wie gesagt, ist nur zu Demonstrationszwecken, damit ihr seht, wie sowas funktioniert. So, nehmt ihr wieder ein bisschen Pattex. Von der Breite her dann ankleben. So. Wie gesagt, wichtigste ist immer erstmal das erste Stück, dass das vernünftig angeklebt wird. In dem Fall nimmt er dann 3 mm Matte für so Aufbauten. Legt dann einmal die Matte so rund. Müsst ihr nicht. Könnt auch die Breite der Matte dann nachher kleben direkt. Und macht dann einmal eine Linie.
also auf der Innenseite. Dann könnt ihr nämlich in einem durchkleben. Müsst ihr jetzt nicht. Wie gesagt, ihr könnt auch hingehen und quasi hier drauf kleben oder halt hier. Ich mache es jetzt einfach hier drauf. Dann wisst ihr, wie weit ihr dann auch kleben müsst. Aber wie gesagt, das ist dann euch überlassen, wie ihr das macht. So, gutes Stück schon mal machen. Einmal rund. So. Dann geht er hin. Damit ihr das vernünftig hinkriegt mit dem Abschneiden, macht ihr euch hier eine Linie. Und hier quasi die Kante von der ersten Klebestelle. Dann guckt ihr, dass er möglichst so bis auf 2-3 cm ranklebt, damit sich bei der Matte nicht durch das Ziehen sich noch was groß lenkt. Ja, also die Matten, die ziehen sich mal auseinander. So, ich sehe euch die Matte auch nicht gerade abgemacht, aber naja gut. So, und zwar habt ihr dann die Kante hier. Klebt er dann zusammen. Bisschen dann dran drücken. Da müsst ihr dann halt beim Ankleben immer gucken, dass das so ein bisschen unter Zug, also Druck, dass ihr das quasi zusammendrückt hier, dass die Kante halt klein bleibt. Beim Heißkleber müsst ihr halt ein bisschen gucken, so 1-2 Minuten, immer so ein bisschen nachdrücken noch, bis das halt dann wieder kalt ist. So. Durchschnitt mit der Matte, das noch ein bisschen, habe ich das hier auch kaschiert. Ich hätte jetzt auch noch, wenn das hier so ein bisschen schief ist, ja, ist ein bisschen schief, kann man dann auch noch hier so ein bisschen, dass man hier so ein bisschen abschneidet. Dann ist das nachher wieder gerade. Müsst ihr halt ein bisschen gucken, dass das auch dann passt. Macht einfach von oben einen Schnitt und dann so von der Seite so leicht. Und dann das, was ihr dann quasi da abgeschnitten habt, wegzumachen. Wenn er halt nicht so sauber gearbeitet hat. So, dann habt ihr quasi das Teil schon mal soweit fertig. Dann könnt ihr noch hingehen. Ich habe jetzt zum Beispiel, ihr habt ja, wenn ihr, sagen wir mal, 10er Matten rausschneidet, habt ihr immer so Stücken übrig vom Kernstab rausschneiden. Bei einem Schwert oder was auch immer. Oder ihr geht einfach hin, nehmt ein Reststück, legt ein Kernstabteil auf. Also quasi so. Ne? Geht da hin, macht er die Linie. Ja, ihr seht, wenn ich irgendwo was ausgeschnitten habe, ist jetzt nur zu Demonstrationszwecken. Dann geht er hin, mit dem Messer, macht die Kante oben und schneidet dann quasi, je nachdem wie dick ihr das haben wollt, höher oder tiefer. Dadurch kriegt er dann quasi so eine Art Dreieck, würde ich jetzt sagen. Das habe ich auch schon vorbereitet, ist jetzt nicht so schön geworden, aber damit das alles ein bisschen kürzer wird, zum Erklären habe ich das schon gemacht. Da könnt ihr dann quasi hingehen, ja, setzt dann, na, warte, wir gucken mal, hoffentlich ist es lang genug, machen das auf 2. Ich mache jetzt direkt oben unten bei dem Teil. Wie gesagt, ist jetzt nochmal so auf die Schnelle, dass ich euch das mal so erkläre, wie das funktioniert. Kann man alles noch hübscher machen. Aber so für das Grundprinzip zu erklären, wie man sowas macht, reicht das, denke ich. So. Wie gesagt, müsst ihr nicht machen, aber ich mache es halt jetzt, damit das Ganze dann unten etwas hübscher aussieht. Wenn er, sagen wir, das Teil hier, ups, heiß, wenn er jetzt das Teil hier ein bisschen länger macht, können wir quasi hier die Klebekante auch noch kaschieren. Also indem er quasi dann, sagen wir mal, statt wie bis hier, oder dann ein bisschen so ein paar Millimeter über die, damit könnt ihr dann quasi beide Klebekanten kaschieren. Aber das müsst ihr halt gucken, so wie ihr das wollt. Manche haben ja auch unten dann noch Leder am Griff, da kann man auch dann ein bisschen was kaschieren mit. Also das zu kürzen und zu machen, das ist eigentlich gar kein Problem. Ist auch nicht schwer, wie ihr seht, wenn man weiß, wie es geht. So, dann sind wir schon bis hier. Geht da hin, macht da von oben einen Schnitt, genau da, wo die Kante, wo ihr angefangen habt, klebt da ein ganzes Stück noch dran. So, und dann setzt er das quasi hier dran. Das macht er dann bei dem anderen auch. So. Ja,
Und schon hättet ihr quasi das Ding gekürzt. Ne? So Leute, das war jetzt zum Thema, wir kürzen Kernstab. Kann man halt bei allen machen, muss jetzt nicht ein Stab sein, kann auch irgendeine andere Waffe sein. Wie gesagt, so sieht das Ganze jetzt aus. Ne? Hätte man jetzt auch, wie gesagt, noch ein bisschen verlängern können, dann hätte man hier die Kante auch noch. Dann müsste halt ein bisschen sauberer schleifen. Wie gesagt, das habe ich mal so auf die Schnelle jetzt gemacht vor der Arbeit, ne, damit ihr seht, wie das geht. So, passt auf. Dann könnt ihr aber auch noch hingehen und klebt quasi noch ein Stück Leder oben drauf. Das schneidet ihr quasi dann in der Größe aus, setzt das drauf, damit ihr das dann quasi hinstellen könnt. Müsst ihr dann nicht die Unterseite halt nicht pinseln. Das ist relativ dünn. Ein bisschen dicker ist auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, ihr nehmt dann einfach den Durchmesser von dem Teil, ja, den ihr hier so habt. Schneidet das aus dem Leder aus. Am besten dann aber wirklich mit Pateks aufkleben, nicht unbedingt mit Heißkleber. Und wenn ihr mit Heißkleber macht, raut die eine Seite, die nicht nach außen kommt, ein bisschen an. Dann hält das auch ganz gut. Aber wie gesagt, am besten dann Pateks nehmen. Klebt er wie gesagt dann von unten drauf und dann könnt ihr das Ganze wieder pinseln und dann ist das Ganze fein. So, ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen weitergeholfen bei so Sachen wie Kernstab kürzen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Wenn ihr Fragen oder irgendwas habt oder irgendwelche Sachen wissen wollt oder ein Video zu haben wollt, könnt ihr das gerne in die Kommentare drunter schreiben. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns.